Good morning. I've had an absolutely lovely time being with you so far. So thank you very much for inviting me. Thank you. Now, there are 3 parts to this, I hope. I always say ahead of time so that I can remember to do what I say. Okay. Der Vortrag besteht aus 3 Teilen und das sagt sie immer gerne im Voraus, damit sie sich währenddessen daran erinnert, was sie gesagt hat. The first part is just images of to do with the moon and ancient images, imaginative possibilities about the moon. And we all have these deep in our ancestry. So it's a kind of remembering of what the moon used to be long, long ago. That's the first part. Der erste Teil besteht aus Bildern über den Mond. Sie sind historischer Natur, es sind zum Teil auch Imaginationen, die Erinnerungen wecken, die tief in uns drin sitzen, auch an unsere Vorfahren. Und das ist also sozusagen die Aufforderung auch, sich von diesen Bildern innerlich bewegen zu lassen. The second part is a bit about the moon itself and how I see it in terms of the mothering instinct or the daily rhythms, just the moon. And the third part is just looking at lots of charts and giving examples of how I use the progressed moon or how it speaks in a chart. Der zweite Teil handelt vom Mond selbst, also von dem Mutterinstinkt in uns, von den Tagesrhythmen, die durch den Mond geprägt sind. Und im dritten Teil werden wir einfach Horoskope anschauen und uns an Beispielen vor Augen führen, wie der progressive Mond sich ganz konkret niederschlägt. Occasionally I will ask you if you have anything, any comments, any questions, because that can keep me going, you know? I like the conversation and it's better for you too, because you don't just sit there watching the whole time. Okay. Ja, Darby ist ja Zwillinge betont, sie braucht Kommunikation, sie braucht Austausch. Also immer wenn bei Ihnen eine Frage auftaucht, fühlen Sie sich frei und stellen Sie diese, bringen Sie sich ein. Yeah. So just even a small thing, okay? Auch Kleinigkeiten. So I'm used to having my computer in front of me, so this is new, okay? A new way of working. I can get closer to it. That's good. Okay. So there's our moon. And we have been aware of it even when we were animals. It's something that moves in our body. It describes the rhythms of our body, the waters in our body. Ja, das ist der Mond und auch auf der Tierebene ist er sozusagen wahrnehmbar. Er steht für die Körperempfindungen und natürlich auch für den Flüssigkeitshaushalt, also das Wasser im Körper. We can't even imagine a world without a moon. Though I did that on a workshop on the moon once, that we could imagine a world without a moon. Or what about 2 moons, or 3 moons, or 12 moons? Our Earth is characterized by this moon in relationship to the sun, between the sun and us. Ja, ohne Mond wäre die Erde wohl nicht vorstellbar. Andererseits, wie wäre es, wenn wir 2, 3 oder gar 12 Monde hätten? Wie würde es dann auf der Erde aussehen? Und wir sind also aufs Engste mit dem Mond verbunden, auch mit dem Verhältnis Erde, Sonne, Mond. It describes the rhythms on the earth, in the waters and emotions of ourselves. Sometimes wild, sometimes dark, sometimes full of pattern and meaning. Ja, er beschreibt die Rhythmen der Erde, den Gezeitenwechsel, aber auch das Auf und Ab unserer Gefühle. Manchmal ist es wild, manchmal ist es dunkel und es ergeben sich zum Teil ganz interessante, geheimnisvolle Muster. And sometimes it's so quiet, but very rarely. Those feelings, the waters, usually they're moving. Ja, und manchmal ist das Wasser ganz ruhig, das ist aber eher selten, so wie auch unsere Gefühle selten Ruhe geben. If you look at a baby, you know babies in the supermarkets who lie on the floor and scream? You know those babies? Or on an airplane? Ja, ne, das sehen wir ganz deutlich, wenn wir Babys oder Kleinkinder irgendwo am Flughafen oder im Supermarkt sehen, wie sie sich schreiend am Boden wälzen. Die sind eben Emotionen pur.
I used to get annoyed with them, but now I sympathize completely. I would like to lie on the floor and scream sometimes. So when you're a baby, you can see the rhythms all the time, every day. Nothing stops it, but it has to be civilized over time. Ja, früher hat sie sich darüber geärgert, über die schreienden Babys. Jetzt hat sie selber Lust, sich manchmal so hinzuschmeißen und einfach die ganzen Emotionen rauszulassen. Es ist einfach schön, in Kontakt zu sein mit den inneren Rhythmen und sie frei auszuleben. And for some moons, it's easier to learn to control those.